Hallo, ich bin Rina. Herzlich willkommen in meiner virtuellen Klasse. Ich hoffe, dass du alle Regeln befolgst, die am Anfang des Videos stehen. Dies ist sehr wichtig für deine Gesundheit und für die sichere Arbeit am Computer. Diese Regeln werden am Anfang jedes Video geschrieben. Heute ist ein sehr komplexes, aber sehr wichtiges Thema. So, lass uns unseren Unterricht beginnen. Lass uns wiederholen, was wir in dem letzten Unterricht gelernt haben. Das ist ein schwieriges Thema, deshalb möchte ich es mit dir noch einmal wiederholen. Verbinde die Bilder der Geräte und deren Namen. So kannst du verstehen, welche Geräte Informationseingabegeräte sind und welche Geräte Informationsausgabegeräte sind. Also, los geht's! Wo ist die Computermaus? Richtig, das ist sie. Weitergehen. Wo ist die Tastatur? Stimmt, es ist eine Tastatur. Weitergehen. Wo ist das Mikrofon? Das ist richtig. Es ist sehr einfach. Weitergehen. Wo ist der Scanner? Es ist ein bisschen schwierig, aber ich kann helfen. Dieses Bild zeigt einen Scanner, der Text in einem Buch oder einer Zeitschrift scannt. Okay, eine Computermaus, eine Tastatur, ein Mikrofon und ein Scanner sind also Informationseingabegeräte. Sie werden benötigt, damit Informationen von einer Person im Computer erscheinen. Zum Beispiel wird die Stimme von Person über ein Mikrofon aufgezeichnet und du kannst diese Stimme später vom Computer aus hören. Okay, weitergehen. Jetzt musst du herausfinden, welche Geräte Informationsausgabegeräte sind. Lass uns anfangen. Wo ist der Computerbildschirm? Stimmt, es ist ein Computerbildschirm. Weitergehen. Wo sind die Kopfhörer? Du kannst die Kopfhörer gefunden. Super. Okay, wo ist der Drucker? Da ist er. Das ist richtig. Weiter. Wo befinden sich die Musikallautsprecher? Das ist richtig. Das sind sie. Okay, das sind sie. Bildschirm, Kopfhörer, Drucker und Lautsprecher sind Informationsausgabegeräte. Das bedeutet, dass die Informationen vom Computer stammen. Zum Beispiel druckst du ein Dokument, das auf einem Computer erstellt wurde, auf einer Drucker. Ich hoffe, dieses Thema ist verständlicher geworden. Wir können weitergehen. Schau, was für ein interessanter Computer. Geht es diesem Computer gut? Natürlich nicht. Hier gibt es Gegenstände, die der Computer nicht benötigt. Welche Gegenstände sind hier überflüssig? Klavier, richtig. Und was sollte anstelle eines Klaviers sein? Ja, genau, das ist richtig. Tastatur. Ist die Maus richtig? Nein,
Es muss eine spezielle Computermaus geben. Super! Ist die Schokoladentafel richtig? Wahrscheinlich ist Schokolade sehr lecker, aber du hast recht. Anstelle von Schokolade sollte es einen Bildschirm geben. Okay, ausgezeichnet. Wenn du noch nicht weißt, wie du den Computer entschalten sollst, kann ich dir helfen, das herauszufinden. Denke zuerst daran, dass ein Erwachsener in der Nähe sein muss. Er oder sie kann helfen, wenn dem Computer etwas Schlimmes passiert. Schalte den Computer nicht ein, wenn kein Erwachsener in der Nähe ist. Erinnere dich an dieses Symbol. Dies ist ein Zeichen für die Stromversorgung oder das Ein- und Ausschalten des Geräts. Dieses Symbol findest du auf verschiedenen Geräten. Wenn du die Taste mit diesem Symbol drückst, kannst du das Gerät entweder ein- oder ausschalten. In diesem Symbol sind die Nummern 0 und 1 versteckt. In der Informatik bedeutet 1 Gerät einschaltet und 0 Gerät ausschalten. Früher sahen die Ein- und Ausschalter so aus, aber 1973 wurde das Symbol, das zusammen aus 0 und 1 besteht, offiziell aufgenommen. Die Taste mit diesem Symbol wird als Ein-Ausschalter bezeichnet. Wenn du den Laptop hast, ist es nicht notwendig, die Stromversorgung an den Laptop anzuschließen. Das Laptop verfügt über eine eingebaute Batterie, die es von der Steckdose getrennt betrieben kann. Aber wenn der Akku leer ist, musst du den Laptop sofort in eine Steckdose stecken. Ruf dazu unbedingt einen Erwachsenen an. Kinder dürfen nicht mit der Steckdose interagieren. Es ist sehr gefährlich. Du konntest von einem elektrischen Schlag getroffen werden. Um den Laptop einzuschalten, suche den Netzschalter auf der Oberfläche über der Tastatur. Normalerweise befindet es sich links oder rechts über der Tastatur. Im Gegensatz zu einem Laptop hat ein Personalcomputer keinen aufgebauten Akku. Das bedeutet, dass du den Computer unbedingt an eine Steckdose anschließen musst. Ich erinnere du noch einmal daran. Ruf einen Erwachsenen dafür an. Es ist gefährlich, mit einer Steckdose zu arbeiten. Gehe nicht an sie daran. Manchmal haben Personalcomputers auch einen Netzschalter auf dem Bildschirm. Wenn dieser Knopf auf deinem Personalcomputerbildschirm aufgezeigt wird, vergiss nicht, ihn zu drücken. Sonst kannst du nicht sehen, was auf dem Personalcomputerbildschirm passiert. Um den Personalcomputer einzuschalten, drück den Netzschalter an der Systemeinheit des Computers. Die Systemeinheit ist ein separater Teil eines Personalcomputers, in der Regel der größte. Die Systemeinheit wird benötigt, damit der Computer funktioniert. Wenn der Computer hochfährt, wird der Desktop auf dem Bildschirm angezeigt. Der Desktop ist wie ein Schreibtisch, an dem du Unterricht machst. Nur der Desktop eines Computers ist ein virtueller Schreibtisch. Ordner, Dateien und Verknüpfungen befinden sich hier. Du kannst auch den Desktop-Hintergrund deines Computers ändern. Zum Beispiel habe ich ein Bild des Mondes am Himmel auf meinem Desktop-Hintergrund. Der Papierkorb ist ein sehr wichtiger Ort. Die Dateien, die du löschst, werden in den Papierkorb gelegt. Die Dateien selbst werden erst
von deinem Computer gelöscht, wenn du den Papierkorb geleert hast. Um den Papierkorb zu leeren, klicke mit der rechten Maustaste auf das Papierkorbbild oder in die untere rechte Ecke des Touchpads. Auf diese Weise rufst du das Kontextmenü auf. Mit der rechten Maustaste wird immer das Kontextmenü aufgerufen. Klicke dann auf Papierkorb leeren. Dann wird ein Dialogfeld angezeigt. Das Dialogfeld wird so genannt, weil es nur 2 Schaltflächen enthält. Ja oder nein? Im Dialogfenster wird eine Frage geschrieben und deine Aufgabe ist es zu beantworten. Ja oder nein? Um den Papierkorb zu leeren, klicke auf Ja, wenn du gefragt werdest, ob du die Dateien endgültig löschen möchtest. Es können verschiedene Verknüpfungen auf dem Desktop vorhanden sein. Eine Verknüpfung ist ein Bild, mit dem du das entsprechende Programm öffnen kannst. Die Verknüpfung wird immer mit einem Pfeil in der unteren Ecke angezeigt. Um beispielsweise den Google Chrome Browser zu öffnen, musst du zweimal mit der linken Maustaste oder auf der linken Seite des Touchpads auf die Verknüpfung Google Chrome auf dem Desktop des Computers klicken. Dieser PC oder dieser Personalcomputer ist auch eine sehr wichtige Verknüpfung auf dem Desktop des Computers. Mit dieser Verknüpfung kannst du Explorer-Fenster öffnen, in dem du alle Ordner und Laufwerke sehen kannst, in denen Dateien gespeichert werden kannst. Um ein Explorer-Fenster zu öffnen, klicke zweimal mit der linken Maustaste auf die Verknüpfung dieses PCs oder in die untere linke Ecke des Touchpads. Fast jedes Fenster in der oberen rechten Ecke hat 3 Schaltflächen: Fenster minimieren, Fenster maximieren und Fenster schließen. Das Fenster minimieren bedeutet, dass es nicht sichtbar ist. Dadurch kannst du das Fenster später wieder öffnen. Das Fenster maximisieren bedeutet, dass das Fenster in Vollbildmodus angezeigt wird. Das Fenster schließen bedeutet, das Fenster endgültig zu schließen. Fenster können auch größer oder kleiner gemacht werden. Um dies zu tun, klicke mit der linken Maustaste und ziehe die linke oder rechte untere Ecke. Lass uns unser Training beginnen. Übung 1. Setz dich gerade hin, die Schultern nach hinten. Drehe deinen Kopf nach links und rechts. Mach das 8 Mal. Übung 2. Beuge deinen Kopf hin und her. Versuche mit deinem Kinn deine Brust zu erreichen. Hebe deine Schultern nicht hoch. Mach das 8 Mal. Übung 3. Versuche, dein Kinn parallel zum Boden zu halten.
Mach 4 Kreise mit den Schultern nach hinten und 4 Kreise mit den Schultern nach vorne. Übung 4. Stell dir vor, du wärst eine Amphibie, zum Beispiel ein Frosch. Drücke deine Finger zu einer Faust zusammen und öffne sie dann so, als ob du zwischen deinen Fingern ein Fell hättest. Mach das 9 Mal. Übung 5. Strecke deine Hände vor dich aus und drück deine Finger in die Faust. Drehe die Hände 4 Mal nach innen und dann 4 Mal nach außen. Übung 6. Mach ein Tor aus deinen Handflächen. Öffne und schließe die Tortüren. Mach das 8 Mal. Übung 7. Verbinde deine Finger mit dem Schloss und drehe sie abwechselnd. Übung 8. Ziehe deinen Finger vor dir aus. Schau auf die Fingerspitze und zähle zwischen 1 und 5. Dann schau dir ein Objekt an, das weit hinter dem Finger liegt. Zähle zwischen 1 und 5. Dann schau wieder auf die Fingerspitze. Mach das 5 Mal. Wenn du willst, kannst du deinen Finger nach links und rechts bewegen. Übung 9. Reibe dir die Hände, als ob es deinen kalt wäre. Reibe sie, bis du spürst, dass es heiß wird. Dann lege eine Handfläche auf die andere. Die Augen schließen. Leg deine Hände auf deine Augen. Versuche, die Dunkelheit zu sehen. Zähle zwischen 1 und 20. Dann nimm deine Hände vom Gesicht. Öffne deine Augen nicht. Siehst du, wie sich das verändert hat? Was deine Augen sehen, als du deine Hände weggenommen hast. Es scheint mir, dass die Farbe nicht schwarz, sondern rot geworden ist. Zähle zwischen 1 und 20. Dann öffne langsam deine Augen. Übung 10. Diese Übung gefällt mir wirklich gut. Du musst aufstehen, die Gadgets beiseite legen und zum Fenster gehen. Nimm keine Gadgets in die Hand. Gib deinen Augen eine Pause vom hellen Licht des Bildschirms. Schau aus dem Fenster. Was siehst du? Bäume, Häuser, Menschen. Zähle zwischen 1 und 100. Danach komm zurück.
Das ist nicht die einfachste Aufgabe. Sieh dir die Videounterricht an, um besser zu verstehen, wie man es richtig macht. Wenn du viel trainierst, kannst du es leicht machen. Wow! Henry hat beschlossen, sich auf meinem Computerdesktop niederzulassen. Jetzt hat er ein Haus, er wohnt dort. Lass uns versuchen, ein weiteres Haus für Henry zu bauen. Ich zeige dir, wie du Ordner auf dem Desktop deines Computers erstellst und das Symbol ändern kannst. Klicke zunächst mit der rechten Maustaste oder der unteren rechten Ecke des Touchpads an eine beliebige freie Stelle auf dem Desktop deines Computers. So ruft das Kontextmenü auf. Dann wähle Neu, danach Ordner. Das Bild eines leeren Ordners wird auf dem Desktop des Computers angezeigt. Nachdem du den Ordnernamen eingegeben hast, klicke mit der linken Maustaste auf eine beliebige freie Stelle auf dem Desktop des Computers. Nenn den Ordner Neues Haus für Henry. Klicke erneut mit der rechten Maustaste auf das Ordnerbild und ruf das Kontextmenü auf. Wähle Eigenschaften. Wechseln in einem neuen kleinen Fenster zur Registerkarte anpassen. Klicke auf anderes Symbol. Wähle in einem weiteren kleinen Fenster ein Symbol aus, das einem Haus ähnelt. Klicke dann auf OK, danach auf Übernehmen und wieder auf OK. Und voilà, wir haben ein neues Haus für Henry bekommen. Folge dem Link in der Beschreibung unter dem Video zum virtuellen Whiteboard und klicke nun auf das Wort Download-Link und lade ein Bild von Henry herunter. Zum Herunterladen klicke auf den Abwex-Pfeil in der oberen rechten Ecke. Dann minimisiere das Browserfenster. Klicke zweimal mit der linken Maustaste auf dieser Computer. Suche in diesem Fenster den Ordner Downloads. In diesem Ordner findest du das herunterladene Bild von Henry. Positioniere das Fenster Downloads neben dem Hausordner. Klicke einmal mit der linken Maustaste auf das herunterladene Bild mit Henry und lass es nicht los. Halt die linke Maustaste gedrückt und ziehe das Bild auf dem Ordner Downloads in dem Hausordner. Super, jetzt ist Henry im Haus. Und du weißt, wie man Bilder aus dem Internet herunterlädt und in einen Ordner legt. Das ist nicht die einfachste Aufgabe. Hilf Henry, sein Haus auszustatten. Öffne Google Chrome und gib das Wort Möbel in die Suchleiste ein. Drücke dann auf der Tastatur die Enter-Taste. Gehe zu den Bildern und finde ein paar Bilder, die dir gefallen. Um ein Bild zu speichern, klicke zuerst mit dem linken Maustaste darauf. So wird das Bild größer. Klicke dann mit der rechten Maustaste auf das große Bild und ruf das Kontextmenü auf. Wähle im Kontextmenü Bild speichern unter. Stell sicher, dass das Bild im Ordner Downloads gespeichert wird und klicke auf OK. Ziehe dann die herunterladenen Bilder aus dem Ordner Downloads
in den Ordner Neues Haus für Henry. Achtung! Schau dir zuerst den Unterricht bis zu Ende an und schalte dann den Computer aus. Wenn der Computer ausgeschaltet ist, kannst du kein Video ansehen oder einen Unterricht mit einem Online-Whiteboard lernen. Um den Computer auszuschalten, suche in der unteren linken Ecke des Bildschirms nach der Schaltfläche Start. Klicke mit der linken Maustaste darauf. Suche dann in der unteren linken Ecke nach dem Symbol für die Anschalttaste, Kreis und Zauberstab. Wähle im vorgeschlagenen Menü Herunterfahren aus. Dann schaltet sich dein Computer aus und kann nicht mehr funktionieren, bis du ihn einschaltest. Du hast es nicht einmal bemerkt, aber heute haben wir eine gute Arbeit mit dem ersten Informationseingabegerät gemacht. Und das ist eine Computermaus. Ausgezeichnet! Good job! Im nächsten Unterricht werden wir mit Henry weiter über Computer sprechen. Heute haben wir mit einer Computermaus gearbeitet und beim nächsten Mal zeige ich dir, wie du mit einem anderen Informationseingabegerät arbeiten kannst. Deine Hausaufgaben stehen in der Beschreibung des Videos und auch auf meiner Patreon-Seite. Alle Links sind in der Beschreibung unter dem Video erhalten. Ich hoffe, dass dir mein Unterricht gefallen hat. Ich hoffe, dass er sehr interessant war. Stell mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, um neue Unterrichte von mir zu erhalten. Ich wünsche dir einen schönen Tag und lass uns gemeinsam Informatik lernen. Bis bald. Tschüss!